Die königlichen Spannungen kochen über. Königin Camilla ist außer sich, nachdem sie erfahren hat, dass Prinzessin Charlotte eine der berühmtesten Diademe von Prinzessin Diana erben könnte. Warum ist Camilla so aufgebracht und was bedeutet das für die königliche Familie? Sollte Prinzessin Charlotte die Tiara von Prinzessin Diana tragen dürfen? Das wollen wir in diesem Video herausfinden. Vorher kommentieren Sie bitte mit Ja, wenn Sie Charlotte unterstützen, oder mit Nein, wenn Sie denken, dass Camilla recht hat. Königliche Spannungen wegen Prinzessin Charlottes Tiara. Ein royaler Groll, der nach wie vor anhält, ist die Quelle der steigenden königlichen Spannung und der Aufregung um Prinzessin Charlottes potenzielles Diadem jenseits der Palasttore. Die schöne Spencer-Tiara wird der jungen Prinzessin geschenkt. Denselben exquisiten Kopfschmuck, den auch Prinzessin Diana, ihre Großmutter, an ihrem Hochzeitstag trug. Berichten zufolge ist Königin Camilla darüber nicht glücklich, auch wenn es sich dabei um einen aufrichtigen Familienbrauch handeln könnte. Die Spencer-Tiara ist im Gegensatz zu den meisten königlichen Juwelen nicht in der offiziellen Kronensammlung enthalten. Sie wurde im Laufe der Jahre weitergegeben und befindet sich im Besitz der Familie Spencer. Earl Spencer, Dianas Bruder, setzt diesen Brauch fort und plant, es Charlotte zu schenken, wenn sie älter ist. Das scheint eine gute Wahl zu sein. Denn Charlotte ist die erste Enkelin von Diana. Allerdings gibt es Spekulationen, dass Camilla mit diesem Arrangement nicht glücklich ist. Charlotte ist sich des Erbes ihrer Großmutter bereits im Alter von 80 Jahren bewusst. Berichten zufolge ist sie begeistert, etwas zu besitzen, das einst ihr gehörte, nachdem sie Bilder von Diana gesehen hatte, die diese wunderschöne Tiara trug. Wie viele kleine Mädchen verkleidet sich Charlotte gerne mit Spielzeugdiademen. Aber dieses ist besonders bedeutungsvoll, da es sie mit der Großmutter verbindet, die sie nie kannte. Camilla scheint eine andere Meinung zu haben, auch wenn Charlottes Familie dies für eine schöne und bedeutende Geste hält. Einigen Insidern zufolge ist sie der Meinung, dass das Diadem in der Familie Spencer verbleiben sollte, anstatt es jetzt an Charlotte zu geben. Andere sind der Meinung, dass die Geschichte aufgrund der komplizierten Vergangenheit von Diana, Charles und Camilla mehr zu bieten hat. Alice, was mit Diana zu tun hat, ist heikel. Die offensichtliche Doppelmoral ist es, die die Leute noch misstrauischer macht. Camilla hat im Laufe der Jahre eine Reihe von Dianas alten Schmuckstücken in der Öffentlichkeit getragen. Viele haben sich gefragt, warum es Camilla angemessen erscheint, Dianas Diamanten zu tragen, während Charlottes Erbe des Diadems ihrer Großmutter so viel Aufsehen erregt. Diese Vorführungen haben eine Kontroverse ausgelöst. Die Tiara ist natürlich mehr als nur ein Schmuckstück. Sie repräsentiert ein Erbe, das für die königliche Familie noch immer von Bedeutung ist. Wenn sie älter wird Charlotte wahrscheinlich die Bedeutung dessen, was sie erhalten wird, verstehen. Auch wenn sie vielleicht noch nicht alt genug ist, um die Debatte vollständig zu verstehen. Dennoch stellt sich die Frage, wie Prinzessin Charlotte mit diesem Erbe umgehen wird, da die königliche Familie immer noch stark von der Vergangenheit geprägt ist. Die Kontroverse um Dianas Andenken hält an, vor allem in Bezug auf Camilla. Und ihr Erbe wirft trotz der Zeit einen großen Schatten. Königliche Verehrer waren über eine Entscheidung von Königin Camilla im Januar 2022 erzürnt. Sie machte aus einer von Dianas berühmtesten Halsketten eine Brosche. Diana bekam die Smaragd- und Diamantenkette von der Königin-Mutter geschenkt und sie wurde zu einem ihrer Markenzeichen. Vor allem, als sie auf ihrer Tournee durch Australien als Kopfband trug. Viele glaubten, dass Camillas Entscheidung, den Schmuck zu verändern, sehr persönlich war und in Anbetracht der komplizierten Vergangenheit zwischen den beiden Damen eine bewusste Aussage darstellte. Sie wurde von der Öffentlichkeit sofort als beleidigend kritisiert. Der Schmuck selbst war nur ein Aspekt des Streits. Der andere war, wofür er stand. Dieses Unbehagen wird durch die angespannte Beziehung zwischen Charles und Camilla noch verstärkt. Ihre Beziehung war nicht von Anfang an romantisch. Als Charles noch mit Diana verheiratet war, begann es mit einer Affäre. Es gab mehr als nur Gerüchte über ihre Vergangenheit. Viele Jahre lang hatte die Affäre einen großen Einfluss darauf, wie die Öffentlichkeit die königliche Familie sah. Trotz Dianas Tod und Camillas aktuellem Status als Thronfolgerin bestehen die Parallelen zwischen den beiden auch heute noch. Daher war Dianas Schmuckstück eine wichtige Erinnerung an die Vergangenheit. Als Camilla beschloss, es zu tragen und zu verändern, obwohl königliche Juwelen in der Regel vererbt werden, wies der Schmuckexperte Maxwell Stone darauf hin, dass dieses besondere Stück eine große emotionale Bedeutung hat.
Viele fragten sich, warum dieser Schmuck ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt auftauchte. In den sozialen Medien wurde heftig darüber diskutiert, ob es sich um ein subtiles Machtspiel oder einfach nur um ein schlechtes Urteilsvermögen handelte. Die Beziehung von Diana und Camilla war nie freundschaftlich und es bestand nie ein Vertrauensverhältnis zwischen ihnen. Diana wusste nichts von Camillas Romanze mit Charles, als sie zum ersten Mal traf. Laut der königlichen Biografin Penny Junor erfuhr Diana erst davon, als sie bereits beschlossen hatte, Charles zu heiraten. Stellen Sie sich vor, wie schockiert sie war, als sie erfuhr, dass die gutherzige Frau mit ihrem Verlobten ausgegangen war und weiterhin Einfluss auf ihn hatte. Es folgte das berüchtigte Essen. Während Charles mit seinen königlichen Pflichten beschäftigt war, lud Camilla Diana zum Mittagessen ein, wie Andrew Morton in seinem Buch Diana, Her True Story berichtet. Zunächst schien es ein harmloser Versuch zu sein, eine Beziehung aufzubauen. Aber irgendetwas schien nicht zu stimmen. Camilla kam immer wieder auf die Jagd zu sprechen und fragte, ob Diana mit Charles auf die Jagd gehen würde, wenn sie verheiratet seien. Diana, die wenig Interesse an der Jagd hatte, lehnte dankend ab, und sie sah, wie sich Camillas Gesicht in ein erleichtertes verwandelte. In diesem Moment erkannte Diana die Wahrheit. Dies war mehr als nur ein Gespräch. Camilla bewertete ihre Gegnerin. Diana sagte später, sie habe recht, wenn sie sagt, dass Camilla in ihrer Ehe immer im Hintergrund gestanden habe. Glauben Sie, dass das Scheitern ihrer Ehe zum Teil von Mrs. Parker Bowles verursacht wurde? Es war ein bisschen eng, weil wir zu dritt in der Ehe waren. Auf die Frage, ob Mrs. Parker Bowles eine Rolle beim Scheitern ihrer Ehe gespielt hat, sagte Diana, dass sich ihre Ehe mit 3 Personen beengt anfühlte. Parker Bowles eine Rolle beim Scheitern ihrer Ehe spielte. Welche Auswirkungen hatten Dianas unglückliche Ehe und ihre Folgen auf die königliche Familie? Und warum finden die Menschen ihr Vermächtnis auch heute noch faszinierend? Gehen wir der Frage nach. Einen bleibenden Eindruck bei den Menschen zu hinterlassen. Wie schon zu ihren Lebzeiten hat das Vermächtnis von Prinzessin Diana auch heute noch einen starken Einfluss auf die Menschen, trotz der Autotragödie, bei der auch ihr Lebensgefährte Dodi Fayed ums Leben kam, wird die ehemalige Prinzessin von Wales noch Jahrzehnte nach ihrem frühen Tod im Jahr 1997 verehrt. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Unabhängigkeit wird sie als eine der beliebtesten Königinnen der Geschichte verehrt. Diana war nicht nur eine Prinzessin und Mutter, sondern auch eine engagierte Menschenfreundin. Anstatt einfach nur zu königlichen Veranstaltungen zu gehen, für die Kameras zu grinsen und wieder zu gehen, versuchte sie, echte Beziehungen zu den Menschen aufzubauen und alte Grenzen zu überwinden. Sie machte Schlagzeilen, als sie in einer Zeit, in der AIDS mit Schrecken und falschen Informationen assoziiert wurde, Patienten in die Arme schloss und bewies, dass Mitgefühl die Angst überwinden kann, indem sie sich weigerte, Handschuhe zu tragen und Leprakranken die Hand zu schütteln, vermittelte sie erfolgreich ihre Botschaft, indem sie ihnen die Hand drückte. Ich glaube sogar, dass die Prinzessin einen Anteil an der Verbreitung dieser Botschaft hatte. Durch die Tatsache, dass sie den Patienten die Hand schüttelte und keine Handschuhe trug. Sie veränderte die Art und Weise, wie die königliche Familie mit dem Volk interagierte, indem sie aktive Minenfelder überquerte und sich für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft einsetzte und zeigte, dass Monarchie mehr bedeutet als nur Kronen und Balkonwinken. Es bedeutet auch, konkrete Veränderungen herbeizuführen. Unter der idyllischen Fassade hatte Diana jedoch mit den schwierigen Hindernissen des königlichen Lebens zu kämpfen. Sie sagte einmal zu Brian Peckford, dem Premierminister von Neufundland, dass es schwierig sei, sich an die strengen Vorschriften und Anforderungen der königlichen Familie anzupassen. Doch anstatt sich dem zu beugen, fand sie Kraft in ihrer philanthropischen Arbeit. Ihre bemerkenswerte Leistung, bis 1991 in einem einzigen Jahr an rund 400 offiziellen Veranstaltungen teilgenommen zu haben, zeigt, wie engagiert sie ihre Plattform für das Gute nutzte. Stephen Lee, der Leiter des British Institute of Charity Fundraising Managers, bezeichnete sie aufgrund ihres enormen Einflusses als die wichtigste Philanthropien des 20. Jahrhunderts. Dianas Einfluss ist auch heute noch in der königlichen Familie zu spüren. Sie wurde sowohl mit Catherine als auch mit Meghan Markle verglichen, nicht nur wegen ihres Stils, sondern auch wegen ihrer zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Wie Diana haben sie sich ihrer Verantwortung gestellt, königliche Schranken zu überwinden und der Monarchie ein moderneres, zugänglicheres Aussehen zu geben. Sie lassen sich eindeutig von Dianas Erbe inspirieren.
wie ihre wohltätigen Bemühungen und ihre freundliche Art zeigen. Diana ist nicht mehr unter uns, doch ihr Einfluss ist immer noch deutlich zu spüren. Sie veränderte die königliche Familie, indem sie sympathischer, humanitärer und publikumsorientierter machte. Die Prinzessin mit dem gütigen und mitfühlenden Herzen inspiriert weiterhin die ganze Welt. Die Frage, ob königliche Schätze, einschließlich Juwelen, ohne persönliche Bindung über die Monarchie weitergegeben werden sollten, ist seit langem eine Quelle des Streits über den Besitz von Prinzessin Diana. Andere halten es für eine Beleidigung, wenn Camilla Gegenstände trägt, die früher Prinzessin Diana gehörten, während andere meinen, es sei einfach eine Tradition. Einige halten es für einen notwendigen Teil der königlichen Traditionen, während andere meinen, dass es Dianas Erbe schmälert. Richtig dramatisch wird es, wenn Camilla Kleidungsstücke trägt, die auch Diana trug, um den offensichtlichen Unterschied zu betonen. Handelt es sich dabei lediglich um einen Brauch oder wird Dianas bleibender Einfluss auf subtile Weise heruntergespielt? Die Spencer Tiara, die Diana an ihrem Hochzeitstag mit Prinz Charles trug, ist ein bemerkenswerter Punkt in dieser Diskussion. Viele erwarteten, dass Kate Middleton zu Ehren ihrer verstorbenen Schwiegermutter die Spencer Tiara tragen würde, als sie 2011 Prinz William heiratete. Aber das wurde nicht einmal berücksichtigt. Die Spencer Tiara befindet sich im Besitz von Dianas leiblicher Familie, den Spencers, und ist nicht wie viele andere königliche Juwelen Teil der Sammlung der Krone. Die Spencers machten deutlich, dass die Tiara trotz Kates royaler Verbindungen bei ihnen bleiben würde. Außerdem wird es nicht an Dianas erstes Enkelkind, Prinzessin Charlotte, weitergegeben werden. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Dianas Nichten oder Cousinen es weiterführen und damit im Stammbaum der Familie Spencer bleiben. Aber das Problem geht über den Schmuck hinaus. Es hat damit zu tun, wofür sie steht. Dianas Erbe ist immer noch sehr wichtig und jede Entscheidung, die ihr Andenken betrifft, wird mit Sicherheit Kontroversen auslösen. Daher ergeben sich Spannungen aus der Verbindung, die Camilla mit Dianas persönlichem Besitz hat. Es geht darum, wofür die Diamanten und die Krone stehen, nicht nur um sie. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie sprachen sich nur 14% der Befragten dafür aus, Camilla als Königin. Camilla zu bezeichnen, was zeigt, wie groß die Unterschiede sind. Fast ein Fünftel war der Meinung, dass sie überhaupt keinen königlichen Titel tragen sollte. Und mehr als ein Drittel bevorzugte den Titel Queen Consort. Dies zeigt, wie weit Camilla noch gehen muss, bevor sie von der Bevölkerung voll akzeptiert wird. Ihr jetziger Titel war weniger beliebt als ihr vorheriger, Herzogin von Cornwall. Aber warum stößt Camilla nach all den Jahren immer noch auf solche Widerstände? Ihre Verbindung mit Prinz Charles war der Hauptfaktor für ihre Berühmtheit sowohl vor als auch nach ihren ersten beiden Ehen, was ihren Übergang von der Herzogin zur Königin kompliziert machte. Eine der umstrittensten Dreiecksbeziehungen in der Geschichte der Royals wurde der ganzen Welt vorgeführt. Obwohl Camilla 1973 Andrew Parker Bowles heiratete, standen sie und Charles sich weiterhin nahe. Sie ließ sich 1995 scheiden und heiratete Charles im Jahr 2005. Obwohl ihre Hochzeit in der Windsor Guildhall und der Gottesdienst in der St. George Chapel wichtige Ereignisse waren viele Menschen nicht begeistert. George's Chapel, ein bedeutendes Ereignis wurden sie von vielen Menschen mit Unbehagen betrachtet. Camillas Vergangenheit war immer ein Grund zur Besorgnis, insbesondere ihre Beziehung zu Charles, als er noch mit Diana verheiratet war. Aufgrund ihres Eintritts in die königliche Familie fällt es einigen Menschen immer noch schwer, sie als zukünftige Königin zu akzeptieren. Dianas Einfluss ist ungebrochen und alles, was mit ihr in Verbindung gebracht wird, hat auch Jahre später noch Auswirkungen auf die königlichen Kreise. Die Kontroverse um Camillas Titel und die Verwendung von Dianas Schmuck lenkt die Aufmerksamkeit auf ein tieferes Problem: das Bedürfnis nach Anerkennung in der Öffentlichkeit und innerhalb der königlichen Familie. Doch während Camilla ihren Platz in der königlichen Geschichte festigt, verlagert sich die Aufmerksamkeit auf eine andere Person. Jemand, der Dianas Erbe auf eine andere Art und Weise verkörpert. Würde Prinzessin Charlotte eine größere Rolle in der Zukunft der Monarchie spielen? Die Zuhörerschaft gewinnen. Die Welt trauerte am 8. September 2022 um das Ableben von Königin Elisabeth II. Ihre Majestät, Königin Elizabeth II, ist verstorben, wie der Buckingham Palast bestätigte. Dies sind die BBC-Nachrichten aus London.
Der Buckingham-Palast hat das Ableben ihrer Majestät, Königin Elizabeth II, bekannt gegeben. Nach ihrem Tod wurden König Charles III. Und seine Frau Camilla zur Queen Consort. Und ihr Sohn Charles folgte auf den Thron. Charles und Camilla wurden am 6. Mai 2023, also weniger als ein Jahr später, in der Westminster Abbey gemeinsam gekrönt. Doch Camillas Weg zum Thron ist weit mehr als Romantik und Kontroverse. Seit 1994 hat sie ihren eigenen, öffentlichen Charakter entwickelt und unterstützt unter anderem die Bekämpfung der Armut, die Förderung der Alphabetisierung, die Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt, die Aufklärung über Osteoporose und den Tierschutz. Heute vertritt sie als Königin Camilla die Monarchie bei Mäzenatentreffen, Wohltätigkeitsveranstaltungen und wichtigen sozialen Projekten. Ihr Weg von der anderen Frau zur Königin wurde jedoch durch die öffentliche Meinung behindert, die immer noch geteilt ist, weil viele Menschen sich an ihre Rolle beim Herzschmerz von Prinzessin Diana erinnern. Auch wenn nicht jeder mit ihrer Arbeit zufrieden ist, hat Camilla trotz des andauernden Streits ihren Platz in der Geschichte des Königshauses gefestigt. Es gibt Komplikationen im Zusammenhang mit ihrem ersten Treffen. Sie waren sofort miteinander verbunden. Aus Lucia Santa Cruz, eine gemeinsame Bekannte, sie 1971 einander vorstellte. Laut mehreren königlichen Insidern hatte Charles jedoch nie wirklich die Möglichkeit, Camilla zu heiraten, da der Palast, wie sein Cousin später enthüllte, der Meinung war, Camilla sei für ein Leben in der königlichen Familie ungeeignet. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten hielt das Paar seine Beziehung aufrecht. Im Jahr 2005 gaben sie ihre Verlobung öffentlich bekannt. Charles' Großmutter, die Königinmutter, hatte ihm den Verlobungsring vermacht. Einen wunderschönen quadratischen Diamanten mit 3 kleineren Diamanten an jeder Seite. Auf dem Weg zu ihrer Hochzeit gab es Kontroversen. Als zukünftiges Oberhaupt der Kirche von England war die Heirat von Charles mit einer geschiedenen Frau ein heikles Thema. Dennoch wurde ihre Verbindung von der Königin, der Regierung und der Kirche formell anerkannt. Camilla wurde von Königin Elizabeth sofort zu einem festen Bestandteil der königlichen Familie erklärt. Sie zeigte ihr Engagement für Camillas Position, indem sie ihr 2 Jahre nach ihrer Hochzeit die Greville Tiara schenkte, ein wunderschönes Stück aus der Sammlung der Königinmutter. Camillas Aufnahme in die königliche Familie hat jedoch Debatten ausgelöst. Die jüngere Generation steht derzeit im Mittelpunkt der königlichen Familie, insbesondere Prinzessin Charlotte, die am 2. Mai 2015 geboren wurde und sofort die ganze Nation in ihren Bann zog. Bevor die Familie 2017 in den Kensington Palace umzog, lebte sie in Anmer Hall in Norfolk. Sie besuchte zunächst den Wilcox Kindergarten, bevor sie in die Thomas's Battersea School ging, wo sie zusammen mit ihrem älteren Bruder, Prince George, liebevoll Charlotte Cambridge genannt wurde. Charlotte ist derzeit der aufsteigende Stern der königlichen Familie. Alles änderte sich 2022, als die 3 Kinder George, Charlotte und Louis in die Lambrook School in Berkshire eingeschult wurden und William und Kate mit ihrer Familie in eine Villa in Windsor umzogen. Charlotte war die 3. in der Thronfolge, als Königin Elizabeth im selben Jahr starb. Charlotte hat begonnen, königliche Pflichten zu übernehmen, obwohl William und Kate wollen, dass ihr Kind eine normale Erziehung genießt. Sie trifft Diplomaten, nimmt an königlichen Aktivitäten teil und erfährt allmählich, was es bedeutet, eine zukünftige Herrscherin zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten im Alter von 8 Jahren, dass Sie eines Tages Königin werden könnten. Unter all dem Glanz und Glamour muss sich Charlotte mit der Realität auseinandersetzen. Sie ist ähnlich wie Diana, ihre verstorbene Großmutter. Sie besitzt die gleiche natürliche Anziehungskraft, die Diana bei den Menschen in aller Welt so beliebt gemacht hat. Sie ist warmherzig, selbstbewusst und zeigt bereits jetzt, dass sie die royalen Anforderungen mit Eleganz erfüllen kann. Doch wie Diana wächst auch Charlotte in einem Haushalt auf, der in Aufruhr ist. Insbesondere wenn es um Camilla und die anhaltenden Konflikte um Dianas Erbe geht. Williams Verlobungsring, ein historisches Artefakt, das die Vergangenheit und die Zukunft der königlichen Familie miteinander verbindet, dient als Symbol für die Themen Liebe und Trauer, die sich abzeichnen, während Catherine ihren Platz im Rampenlicht annimmt. Was sagt dieser Ring über die Zukunft der königlichen Familie aus? Schauen Sie zu, was wir herausfinden. Die Reflexion des Rings. Prinz William traf die sehr emotionale Entscheidung, Kate Middleton den Verlobungsdiamanten seiner verstorbenen Mutter zu schenken, als er ihr einen Heiratsantrag machte.
Es lohnt sich, diesen 12-karätigen Saphir, umgeben von Diamanten, zu betrachten. Was für eine Art von Ring ist das? Wovon wissen Sie eine Menge? Ich bin keine Autorität auf diesem Gebiet. Ich habe genaue Informationen erhalten. Obwohl es sich um einen Saphir mit einigen Diamanten handelt, hat ihn sicher jeder schon einmal gesehen. Er war eine Hommage an seine Mutter, Prinzessin Diana, und ein Symbol für seine Liebe zu Catherine. Laut William fühlte sich der Ring passend an, da er sowohl seine Zuneigung zu Catherine als auch seine emotionale Verbindung zu seiner verstorbenen Mutter repräsentierte. Die Verbindung dieses Rings mit der walisischen Goldtradition der königlichen Familie verleiht ihm noch mehr Bedeutung. Der Wert des Goldes ergibt sich aus seiner langen Geschichte und der königlichen Tradition, auch wenn er wissenschaftlich gesehen nicht einzigartig ist. Als Prinz Edward, der zukünftige König, 1911 in einer aufwendigen Zeremonie auf Schloss Caernarfon zum Prinzen von Wales gekrönt wurde, begann die Verbindung der königlichen Familie mit walisischem Gold. Seitdem wurde walisisches Gold bei wichtigen königlichen Ereignissen wie der Krönung von Prinz Charles im Jahr 1969 und dem Heiratsantrag von William verwendet. Walisisches Gold wird verwendet, um Traditionen aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig weiterzuentwickeln, aber auch, um an die Vergangenheit zu erinnern. Nach der Verlobung schenkte William Catherine zur Geburt ihres ersten Kindes ein diamantenes Armband, das die wachsende Familie und die sich vertiefende Bindung symbolisiert. Sie trägt ihn jetzt zusammen mit ihren Hochzeits- und Verlobungsringen. Walisisches Gold ist einfach Gold, das aus Wales stammt, auch wenn es auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheint. Aufgrund seiner königlichen Verbundenheit hat es eine echte Bedeutung und steht für Familientradition. Walisisches Gold hat trotz seiner gemeinsamen Wurzeln aufgrund seiner historischen Bedeutung Interesse geweckt. Und die königliche Familie hat es weiterhin in ihr Vermächtnis aufgenommen. Die Verwendung von walisischem Gold durch die königliche Familie ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sie Sentimentalität mit Tradition verbindet. William folgte einer langjährigen königlichen Tradition und zollte dem Erbe seiner Mutter Tribut, als er ihr einen Antrag machte. Welche weiteren königlichen Artefakte mit einer ähnlich bedeutsamen Geschichte würde Catherine tragen? Neben Verlobungsringen und Hochzeitsgeschenken umfasst Catherines Schmucklinie auch eine Vielzahl von atemberaubenden Armbändern und anderen Stücken mit tiefem symbolischem Wert. Bei einer Veranstaltung trug Catherine ein schlichtes, aber exquisites Diamantarmband und passende Ohrstecker. Ihre Eleganz kam durch ihren schlichten, aber klassischen und stilvollen Look gut zur Geltung. Jeder Gegenstand, den sie trägt, erzählt eine einzigartige Geschichte über die Geschichte der königlichen Familie, ihre Verbindung zu William und ihren Platz in dieser Welt der Bräuche und Rituale. Catherines Schwiegervater, König Charles, hat ihr einige ihrer wertvollsten Besitztümer geschenkt. Charles schenkte Catherine ein schönes Armband, als Catherine und William ihre Verlobung bekannt gaben. Auch wenn es nicht besonders aufwendig war, so war es doch sehr herzlich. Das Armband bestand aus einer schlichten Kette mit 2 Scheiben, auf denen die Initialen von Catherine und William eingraviert waren. Dieser Akt unterstrich Catherines Stellung innerhalb der königlichen Familie und zeigte die enge Beziehung, die sie zu Charles hatte. Charles überraschte Catherine außerdem mit einem unglaublich teuren Schmuckset, dessen Wert auf über 90.000 Pfund geschätzt wurde, zusätzlich zu dem Armband. Dazu gehörten Ohrringe und ein Armband mit Ringen, die aus verschiedenen Goldarten und Diamanten gefertigt waren. Die königliche Sammlung war nicht die einzige Quelle für diese Artefakte. Catherine hat sie speziell für sich anfertigen lassen. Mit dem Armband, das sie bei ihrem ersten royalen Auftritt im Juli trug, machte sie deutlich, dass sie bereit ist, ihre Aufgabe anzunehmen und die königliche Familie zu repräsentieren, auch wenn sie an ihrem Hochzeitstag nicht das gesamte Set trug. Einige der bekanntesten Diademe aus der königlichen Kollektion sind auch Teil von Catherines Sammlung. Die Cam Lovers Knot Tiara, die sie 2016 bei einem Staatsdinner trug, ist eines ihrer Lieblingsstücke. Jeder wusste, dass Prinzessin Diana diese mit Perlen und Diamanten besetzte Tiara trug, die erstmals 1914 für Königin Mary geschaffen wurde. Eine weitere bemerkenswerte Tiara ist die Cartier Halo Tiara, die einst von Königin Elisabeth II getragen wurde und die Catherine an ihrem Hochzeitstag trug. Er passte hervorragend zu Catherines Hochzeitskleid und verlieh ihrem Einzug als zukünftige Royal einen königlichen Touch. Catherines tiefe Verbundenheit mit dem königlichen Erbe zeigt sich in der Herkunft ihrer Juwelen.
Wenn sie ein Stück aus der königlichen Sammlung oder ein Geschenk von König Charles trägt, schmückt sie nicht nur sich selbst, sondern setzt sich auch mit der Geschichte auseinander und bahnt sich einen Platz in der königlichen Familie. Jeder Gegenstand hat eine bestimmte Bedeutung, die ihn zu einem Sinnbild für Familie, Tradition und Liebe macht. Diese Gegenstände sind für Catherine eine ständige Erinnerung an ihren Weg von einer einfachen Person zu einem Mitglied einer der berühmtesten Familien der Welt. Das Gewicht dieser Beziehungen wird sich immer in ihren Juwelen widerspiegeln, während sie weiterhin ihre königlichen Pflichten wahrnimmt. Was halten Sie von der Verbindung zwischen Catherine und Camilla? Und glauben Sie, dass der Bildschirm nicht das einzige ist, was es gibt? Was geschieht mit Catherine und Camilla? Die komplizierten Beziehungen zwischen Königin Camilla und Prinzessin Catherine sind von Biografen und Historikern eingehend untersucht worden, die die Komplexität der Beziehung im Hinblick auf die britische Monarchie beleuchtet haben. Die vorgeschlagenen Änderungen, die darauf abzielten, das für ihre Familie vorgesehene Budget zu kürzen, schienen Königin Camillas Wunsch zu untergraben, die Autoritätsposition ihrer Familie in der Monarchie zu erhalten. Für Camilla war diese Situation besonders schwierig, da sie die beträchtlichen Beiträge, die ihre Familie seit jeher für den königlichen Haushalt geleistet hat, in Frage stellen könnte. Beiträge, die eng mit dem Geist der königlichen Unterstützung und Tradition verbunden sind. Prinzessin Catherine war maßgeblich daran beteiligt, die Pläne der verstorbenen Königin Elizabeth für die Zukunft der Monarchie in dieser Hinsicht zu verdeutlichen. Quellen aus der königlichen Familie zufolge erklärte die verstorbene Königin, dass sie Camilla eher als königliche Gemahlin denn als regierende Monarchin sehen würde. Diese Unterscheidung ist bedeutsam, weil sie impliziert, dass Camilla eine eher untergeordnete und unterstützende Rolle einnehmen würde, was ihre Autorität und ihren Einfluss innerhalb des königlichen Systems einschränken würde. Nach der Thronbesteigung von Prinz William wird Catherine die zukünftige Königin des Vereinigten Königreichs sein. Eine Rolle, die mit großer Verantwortung und hohen Erwartungen verbunden ist. Trotz ihres unerschütterlichen Engagements für die Projekte der königlichen Familie fühlte sich Camilla Berichten zufolge durch diese Enthüllung schwer betrogen. Der historische Kontext der königlichen Erwartungen und die prekären Machtverhältnisse innerhalb der Monarchie verschärfen den emotionalen Aufruhr, der durch diesen empfundenen Affront ausgelöst wird. Die Auswirkungen ihrer Position als königliche Gemahlin könnten Camillas Engagement für ihre Position und die Geschichte ihrer Familie überschattet haben, was zu einem schwierigen Balanceakt zwischen Loyalität, Ehrgeiz und familiärer Pflicht führte. Die Wünsche von Königin Elizabeth waren schon immer von zentraler Bedeutung für die Fragen der königlichen Nachfolge und prägten die Geschichte der Monarchie und die Beziehungen zwischen ihren wichtigsten Akteuren. Auch nach ihrem Tod sind die Entscheidungen und Interaktionen innerhalb der königlichen Familie noch immer von der Vision der ehemaligen Königin für die Zukunft der Monarchie geprägt, insbesondere im Hinblick auf die Verantwortlichkeiten und Aufgaben ihrer Mitglieder. Die Beziehung zwischen Camilla und Catherine steht weiterhin im Mittelpunkt des Interesses, da sich die Monarchie an diese Veränderungen anpasst und allgemeinere Fragen der Macht, des Erbes und der sich entwickelnden königlichen Identität in der heutigen Gesellschaft aufwirft. Ihre Idee, dass Camilla nach der Thronbesteigung von Prinz Charles zur Königin wird, wurde durch mehrere Gespräche in Sandringham bekräftigt. Die Öffentlichkeit wird Camilla in ihrem neuen Amt genauso willkommen heißen wie während ihrer Regierungszeit. So Königin Elizabeth in einem Brief anlässlich ihres Platin-Jubiläums. Durch die Anerkennung von Camillas Bedeutung und die Schaffung der Grundlagen für die künftige Königin Catherine sollte mit diesem Projekt eine nahtlose Machtübergabe gewährleistet werden. Die Erinnerungen an die enge Beziehung zwischen Königin Elizabeth und Prinzessin Catherine sind geprägt von zahlreichen Ratschlägen und Hilfestellungen, die bei Teepartys und Besuchen gegeben wurden. Im Jahr 2019 wurde Catherines Rolle in der königlichen Familie mit der Verleihung des Titels Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order gewürdigt, der ihre umfangreiche Beteiligung an den königlichen Aufgaben symbolisiert. Die kleinen Gesten der Königin, die Dankbarkeit für Catherines handgemachtes Chutney, hatten eine große Auswirkung auf ihre Beziehung. Es wurde anerkannt, dass sie bei der Wahl ihrer Garderobe ähnlich sorgfältig vorgingen und stets Eleganz und Bescheidenheit miteinander verbanden. Darüber hinaus teilten Königin Elizabeth und Prinzessin Catherine die Liebe zur Fotografie, was sich stark auf ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit auswirkte.
während Catherine, eine engagierte Amateurfotografin, während der Epidemie das Projekt Hold Still anführte und eine unschätzbare Dokumentation des Lebens im Vereinigten Königreich schuf, begann die Reise der Königin mit einer Brownie-Kamera, die sie als Kind bekam. Sowohl Königin Elizabeth als auch Prinzessin Catherine haben der Nation in Zeiten des Unglücks, die von großen historischen Herausforderungen geprägt waren, Trost und Hoffnung gespendet. Ihre Führung und ihr Mitgefühl haben nicht nur in schwierigen Zeiten Trost gespendet, sondern auch die Hoffnung in der Nachbarschaft gefördert. Die Reden von Königin Elisabeth in Kriegszeiten, insbesondere im Zweiten Weltkrieg, sollten das britische Volk aufrichten und ermutigen. Ihre Worte fanden Widerhall und förderten ein Gefühl der Solidarität und Stärke in einer Zeit, in der die Nation mit ungeahnten Schwierigkeiten konfrontiert war. Sie wurde zu einem Symbol für Mut und verkörperte den Geist der Hartnäckigkeit, der die britische Reaktion auf Widrigkeiten kennzeichnete. Ihre Fähigkeit, sich durch herzliche Reden mit dem Publikum zu verbinden, trug zu ihrem Ruf bei, in stürmischen Zeiten einen beruhigenden Einfluss auszuüben. Prinzessin Catherine, die für ihr humanitäres Engagement bekannt ist, leistete auch während der jüngsten Epidemie entscheidende Hilfe. Der mögliche Aufstieg von Prinzessin Catherine zur Königin. Ihre Arbeit konzentrierte sich auf die dringenden Bedürfnisse der von der Krise Betroffenen in den Bereichen psychische Gesundheit, Bildung und Unterstützung der Gemeinschaft. Sie hat ein Engagement an den Tag gelegt, das das philanthropische Erbe der königlichen Familie verkörpert, indem sie sich für Anliegen einsetzt, die die breite Bevölkerung ansprechen. Ihre pragmatische Einstellung und ihre aufrichtige Sorge um die beiden Damen haben sich zu einem einfachen Lebensstil verpflichtet, insbesondere in den ersten Jahren ihrer Ehe. Aufgrund dieses gemeinsamen Ideals, das die Bedeutung der Familie, der Bescheidenheit und des Engagements für den öffentlichen Dienst betont, konnten Prinz William und Prinzessin Catherine zusammenarbeiten. Dank ihrer Fähigkeit, die Komplexität des königlichen Lebens zu bewältigen und dabei ihre Bodenständigkeit zu bewahren, haben sie sich Popularität verschafft und einen Maßstab für nachfolgende Generationen gesetzt. Wie genau bereitet sich Catherine auf ihre neue Karriere vor? Während die Gespräche über Catherines zukünftige Thronbesteigung weitergehen, zeigt sich die Bevölkerung begeistert von der Möglichkeit, dass sie eines Tages Präsidentin werden könnte. Viele sehen in ihr eine natürliche Fortsetzung des langen Erbes von Königin Elisabeth, die für die Tugenden Mitgefühl, Tapferkeit und Hingabe an den Dienst steht. Ihre Erhebung wird als eine natürliche Fortsetzung dieser Tradition angesehen. Es wird weithin angenommen, dass Catherine die ideale Wahl für die Nachfolge von Elizabeth als Königin ist, da sie einen modernen Standpunkt vertritt, leicht zugänglich ist und sich ihren königlichen Aufgaben unermüdlich widmet. Aufgrund ihrer Fähigkeit, sich in Menschen unterschiedlicher Herkunft einzufühlen und ihres Engagements für dringende soziale Belange ist sie eine moderne Monarchin, die in der Lage ist, die moderne Gesellschaft mit traditionellen Werten zu verbinden. Ein weiterer Beweis für Katharinas innere Stärke und Tatkraft sind ihre Fähigkeiten und ihre Beharrlichkeit. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie ihren Kampf gegen die Krankheit erfolgreich geführt hat. Während sie sich fleißig auf ihr zu erwartendes Amt als Königin vorbereitet, hat diese persönliche Erfahrung nicht nur ihre Sichtweise geprägt, sondern auch ihr Mitgefühl für diejenigen gestärkt, die unter ähnlichen Schwierigkeiten leiden wie sie selbst. Die Öffentlichkeit hat großen Respekt vor ihrer Hartnäckigkeit und Hingabe zum Ausdruck gebracht, insbesondere bei ihrer Arbeit mit Prinzessin Catherine, während sie sich durch die Komplexität des Hoflebens bewegt und sich auf die Aufgaben vorbereitet, die in Zukunft von ihr erwartet werden. Die Gefühle der Zuneigung, die ich für sie hege, sind nicht vorübergehend. Es zeugt von großer Bewunderung für die Art und Weise, wie es ihr gelungen ist, die Anforderungen des modernen Lebens mit den Werten der Tradition zu verbinden. Sie ist in der Lage, sich auf die unterschiedlichen Anforderungen des königlichen Lebens einzustellen und dabei ein Gefühl von Würde und Eleganz zu bewahren, was sie zu einer nahbaren Persönlichkeit in einer Institution macht, die für die breite Öffentlichkeit normalerweise unerreichbar ist. Wir möchten von Ihnen wissen, ob Prinzessin Charlotte Dianas Diadem erben sollte oder ob Königin Camilla recht hat. Kommentieren Sie unten und lassen Sie uns darüber diskutieren. Wenn du dafür bist, dass Charlotte das Diadem trägt, drücke den Like-Button. Abonniere mehr königliche Dramen und Geheimnisse direkt aus dem Palast.